Ich stand gerade so. Oh Gott, mein Herz, Alter. Aber bei Krokodilen gehen die Australier auf Nummer sicher und schreiben nochmal Achtung hin. Also eins kann ich euch sagen, es sieht so geil hier aus. 2500 Kilometer durchs Inland und Outback Australiens. Ich starte in Sydney mit dem großen Ziel Cairns, um eine Freundin zu treffen. Ich fahre durch menschenleere Straßen und verlassen aussehende Orte. All das und viel mehr seht ihr jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Auto fertig ausgebaut. Später gibt es die Tour. Ich habe mir gerade schon einen Kaffee gemacht und ich habe heute Nacht auf einer Rest Area übernachtet mit 2 anderen Leuten. Es war im Generellen eine sehr ruhige Nacht. Ich bin gestern von Sydney von der Farm aus losgefahren nach Cairns. Ich bin noch nicht in Cairns angekommen, aber ich bin ungefähr gestern 500 Kilometer gefahren und bin jetzt mitten im Nirgendwo auf einer Rest Area gelandet. Ich habe mir einfach gesagt, wenn ich nicht mehr fahren kann, wenn ich zu müde bin, dann suche ich mir sowas und da schlafe ich dann einfach und das habe ich gemacht. Der Highway ist direkt hier vorne. Der war aber nicht laut nachts und ich habe ungefähr jetzt 8 Stunden geschlafen. Ich bin bis 11:30 gestern gefahren, nachts, und es war so angenehm. Also super leere Straßen. Ich konnte ganz entspannt meine 95, 100 km/h fahren. Ich habe das total genossen, hatte meine Musik an, einfach nur ich und menschenleere Straßen. Es war richtig, richtig gut. Ja, habe dann hier gehalten, war ungefähr 11:30 nachts und habe hier die Nacht verbracht. Habe gut geschlafen. Es war sehr kalt. Ich glaube, es waren nur 6 Grad, aber war zum Aushalten. Der Schlafsack, den ich habe, der ist sehr, sehr gut, zum Glück. Und jetzt habe ich hier direkt eine schöne Weide vor mir mit Pferden und Kühen. Es ist wunderschön. Ich habe heute Morgen die Sonne aufgehen sehen. Einfach richtig, richtig geil. Ich bin mitten in meinem Abenteuer drin und ich liebe es. Ja, ansonsten, ich habe jetzt noch 2000 Kilometer vor mir und ich werde wirklich versuchen, die in den nächsten 2 Tagen ungefähr abzufahren, weil ich mich dann einfach oben in Cairns entspannen möchte, nichts machen möchte. Und ich werde eigentlich nur halten für Toilettenstopps und Essen und natürlich für Benzin. Also, die versprochene Roomtour. Kathi ist heute meine Kamerafrau. Und zwar, das Bett habt ihr ja schon gesehen. Ich habe es euch jetzt richtig schön gemacht. Es sieht normalerweise nicht so aus. Also drin ist ein bisschen chaotisch, aber es ist nicht so schlimm. Also, einmal Kühlschrank. Der ist auch chaotisch, aber funktioniert wie eine 1. Und hier hinten ist alles, was so mit Küche zu tun hat. Also hier Besteckkasten und obendrauf ist so ein, den hatte ich euch ja schon gezeigt. Damit kann man zum Beispiel abwaschen oder Wäsche machen, wie auch immer. Dann Küchenbox Nummer 1 hat alles, was man zum Frühstücken und für Kaffee und so braucht morgens. Dahinter sind noch 2 andere Kisten. Das ist auch alles Küche. Die kann man dann hier normalerweise ganz leicht rausziehen. Also hier einmal nochmal Küche und dann noch eine zweite mit allerlei.
Also Krimskrams, Essen etc. Also vorne ist eher Geschirr und hier ist Essen, Schneidebrett und so weiter. Dahinter ist mein Backpack und noch eine andere Box mit Sachen, die ich quasi nie brauche. Stativ und der Gaskocher sitzt hier hinten drin und ganz viel Krimskrams hier seitlich. Hier hinten drin kommt alles rein, was nicht in die Boxen passt, wie man sehen kann. Hier oben das Netz, das hatte ich noch bestellt. Da sind Handtücher drin, alles Mögliche, was man auch nachts braucht. Da kann man iPad drauflegen. Lichterkette haben wir noch angebracht. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Auf der linken Seite ist noch mehr Access zu den Küchensachen. Also hier seitlich habe ich gewählt die ganzen Küchensachen, weil man eben von hinten hier einfach rumkommen kann, ohne um die Tür rumlaufen zu müssen. Deswegen hier unten drin einmal Wasserkanister und dahinter ist noch eine Küchenbox. Das ist jetzt ein bisschen voll mit Katis Sachen. Also dahinter noch Sieb, Töpfe oder einen Topf und Teller. Und genau, also auf der Seite hat man hier noch ein Organisationsding für alles Mögliche an Kram. Kathi hat jetzt hier ihre Sachen auf der Seite, ich habe meine Sachen auf der anderen Seite. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also auf der Seite mein Badezimmer. Wenn man den Sitz nach vorne macht, kommt man hier an alle Sachen ran, die man so braucht. Das ist also alles auf einer Seite und ja, mehr oder weniger wie ein Badezimmer. Und darunter sind meine ganzen Klamotten normalerweise in 3 Boxen. Also hier 1, 2, 3. Dahinter ist noch eine Box mit allerlei, also einfach Krams. Hier habe ich jetzt erstmal Drohne und Kamera noch und ja, Socken, Unterwäsche, also alles easy, um es zu erreichen. Alles an einem Ort. Und ja, vorne habt ihr ja schon gesehen und das war die Roomtour. Ja, da bin ich doch hier tatsächlich das erste Mal in so ein richtiges Buschfeuer reingeraten. Ich habe es schon von weitem gesehen und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das aus Absicht gelegt worden ist. Das machen die Australier ja ab und zu, um im Sommer dann die großen Feuer zu verhindern. Und ich habe dort jemanden auch mit einem Kanister rumlaufen sehen. Also ich bin mir da sehr sicher, war aber trotzdem sehr, sehr einschüchternd, als ich vorbeigefahren bin. Ich habe es leider im falschen Format aufgenommen, verzeiht mir das. Aber ja, weil es war noch nicht Sommer und es war auch nicht heiß an dem Tag. Also das war mit Absicht. Guten Morgen. Es ist kurz nach 6. Habe hier auf so einem Rasthof wieder geparkt, weil ich gestern nicht mehr weiterfahren konnte bis in die nächste Stadt. Das wären noch irgendwie 140 Kilometer oder so gewesen. Und dann habe ich mich entschieden, einfach hier zu parken. Habe kurz gewartet, ob ich mich wohlfühle. War aber alles okay, die Nacht war auch alles gut. Keinen Stress gehabt. Und ja, jetzt werde ich mir einen Kaffee machen und dann meine Drohne reparieren. Ja, da habe ich noch gedacht, dass man die Drohne reparieren kann. Es hat sich im Nachhinein leider herausgestellt, dass es das Gimbal der Kamera komplett zerlegt hat, als es vom Baum runtergestürzt ist. Das heißt, das ganze Bild flackert jetzt leider. Also müssen wir uns jetzt alle erstmal von Drohnenshots verabschieden. So, ich bin wieder on the road. Es ist jetzt 7:51 Uhr. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 10 Minuten unterwegs. Und habe jetzt die letzten 600 Kilometer ungefähr vor mir. Ich kann es gerade nicht sehen, weil ich kein Netz habe und das Navi nicht anmachen kann. Ich
Ich weiß aber noch von gestern, dass ich 140 Kilometer bis in die nächste Stadt brauche. Also ich muss sowieso nur auf diesem Highway bleiben. Ich brauche gerade kein Navi. Aber es waren ungefähr noch 600 Kilometer. Und ich habe mir eben Kaffee gemacht. Und ja, ich werde wahrscheinlich irgendwie, wenn ich will, heute Nachmittag in Cairns ankommen. Mal schauen, ob ich wirklich durchfahre bis Cairns. Ich werde wahrscheinlich irgendwo anders irgendwie campen und vielleicht morgen dann irgendwie in die Stadt gehen. Ich versuche euch auf jeden Fall hier so viele Eindrücke wie möglich irgendwie einzufangen von der Landschaft hier, von der Straße. Es ist halt sehr eintönig. Es verändert sich schon, aber manchmal gar nicht für Stunden. Aber es ist sehr, sehr interessant. Ich genieße hier jede Minute, die ich für mich hier habe, meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ja, ich freue mich einfach hier langfahren zu können und dass ich mich auch getraut habe, inland zu fahren. Das ist halt doch schon mal nochmal was anderes als an der Ostküste zu fahren. Also nur an der Ostküste. Uiuiuiui. Ich wollte gerade so auf so einen Hill fahren und Google Maps, ich weiß nicht, das ist hier keine Straße, ich zeige euch das jetzt mal. Ich stand gerade so. Oh Gott. Mein Herz, Alter. Uiuiui. Ja, das sieht man natürlich überhaupt nicht, aber das ist doch keine Straße. Also sag mal. Oh, fuck. Kannst du mir nicht erzählen, weißt du? Da stand Tower Hill Lookout. Ja, aber ohne mich. Also. In 300 Heieiei. Also, oh, ist ein bisschen shaky, sorry. Also es muss ja hier irgendwie noch eine Alternativroute geben. Das sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Nach 150 Metern. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich halte jetzt an und versuche einen anderen Weg zu finden. Das ist ja wild. Wild, wild. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Das sieht doch gut hier aus. Asphaltiert, wunderbar. Weiter auf der Route. Und ungefähr so steil war es auf der anderen Seite auch. Der Route. Mann, Mann, Mann. Weiter auf der Route. Also ich will nicht sagen, dass mein Auto nicht fähig gewesen wäre, da zu fahren, aber ich halt nicht. Wie weit hoch geht's hier? Also ich bin gerade in Charterstown. Hier wurde 1871 nach einem Gewitter Gold entdeckt. Und ja, dadurch ist das hier alles entstanden. Und hier gibt es auch Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Mehrere sogar. Ich guck mal, ob ich vielleicht welche finde. Das wäre ja mal ganz interessant. Aber der Blick ist auf jeden Fall richtig gut hier. Hier nochmal eine kleine Übersicht, wie es damals aussah. Sehr interessant, wie ich finde. Ich habe das ja tatsächlich auch nur durch Zufall gefunden. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Häuser hier oben im Norden zum Großteil auf Stelzen stehen. Von November bis Mai Regenzeit angesagt ist da einfach sehr hohe Überflutungsgefahr. Es sind nicht alle Häuser, es kommt sehr darauf an, wo die stehen, aber sehr viele. Kleines Update, ich bin jetzt in der Nähe von Townsville, habe gerade so eine Rest Area gefunden, das ist richtig cool hier. Und was ich sogar herausgefunden habe, ist, dass man hier auch über Nacht stehen darf für 2 Tage. Das merke ich mir auf jeden Fall mal für nächste Woche. Für heute schlafe ich in der Nähe von Cairns und werde mir jetzt erstmal Frühstück machen.
So, ich bin wieder ein paar Kilometer weitergefahren und ich bin jetzt im Tropical North Queensland. Ich habe hier gerade eine Rest Area gefunden, wo man duschen kann. Es war eine kalte Dusche, aber mein Motto ist besser eine kalte Dusche als gar keine Dusche. Und schaut mal, was wir hier haben. Nirgendwo in Australien gibt es Schilder, die auf Deutsch sind, ne? Aber bei Krokodilen gehen die Australier auf Nummer sicher und schreiben nochmal Achtung hin, damit auch die größten Dullis es verstehen, so wie ich. Aber guck mal, wie schön das hier ist. Also eins kann ich euch sagen, es sieht so geil hier aus. Ich komme überhaupt nicht klar. Seitdem ich im Tropical North Queensland bin, so crazy. Überall Palmen. Es ist richtig grün. Es sieht so geil aus, ey. Ich freue mich so. Es macht richtig Spaß, hier lang zu fahren. Übelst viele Bananenplantagen, Sugarcane-Plantagen. Crazy. Guten Morgen. Ich habe sehr gut geschlafen. Bis 8 Uhr. Es ist jetzt kurz vor 9. Und es ist erstaunlich ruhig auf diesem Campingplatz dafür, dass der so nah an der Stadt ist. Ich war gestern Abend komplett zugeparkt. Und es sind schon richtig viele Leute wieder gefahren. Ich habe das alles gar nicht mitgekriegt. Ich war ausgenockt. Ja, ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen und ganz entspannt den Tag starten. Ganz entspannt. Ich habe mir sehr fest vorgenommen, mir keinen Stress zu machen. Ich fühle mich in letzter Zeit immer übelst hin und her getrieben irgendwie und ich versuche jetzt mal einen Gang runterzuschalten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das mit dem Auto alles so gut klappt und dass ich jetzt in Cairns angekommen bin und ja, dass jetzt die Reise richtig losgehen kann quasi. Also die Reise wieder runter. Ja. Ist auch schon gut warm hier drin. Also hier oben ist es auf jeden Fall deutlich wärmer als unten. Die Dinger, Gold wert. Perfekt.